Die läuft. Die läuft. Haben wir Tonausschlag, haben wir auch. Ein Traum, Freunde. Ich freue mich. Es ist Rennwochenende. Es geht nach Oschersleben, Freunde. Der zweite Lauf des Carrera Cups steht an. Ich habe 2 Cup-Autos drin, 992 Cup. Sehr geile Geschichte, aber auch Verantwortung. So reisen wir heute Abend an, sind circa um Mitternacht da, können uns noch mal 6 Stunden hinhauen. Ja, hier, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir haben nämlich einen Lattenrost, aber das zeige ich euch gleich. Wenn du hier drauf sitzt, so geht's mir, mach die Armlehne runter und du fährst da runter, hörst deine Musik, dann ist das schon runterkommen, weil in dem Moment geht mir wirklich keiner auf den Stift. Und dann ist auch mal was Angenehmes. Was es eben so angenehm macht, ist einfach die Situation, du fährst auf die Bahn, ich kann mein Abstandsregeltempomat einstellen, ich wähle eine Geschwindigkeit, kann die Abstandsvariante wählen. Selbst wenn ich auf gering gehe, wählt er ihn immer noch so, dass der erlaubte Abstand vorliegt, aber wir auch immer in einer Notsituation noch zum Stehen kommen würden. Und das gibt ja schon so eine gewisse Grundsicherheit. Das in Kombination mit dem Spurassistent, der mich warnt, wenn ich die Spur verlassen würde, oder aber auch das Auto in der Spur hält, wenn ich sie ein bisschen verlasse, ist es schon sehr, sehr angenehm. Jetzt lenkt er zurück, weil er merkt, ich komme dran und gibt mir das Warnsignal. Und das macht es schon sehr, sehr gut. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Feature wirklich nicht Sonderausstattung ist, sondern bei jedem verbaut wird. Also wenn du am Rastplatz anhältst oder an der Tankstelle gerade, ja, da merkst du schon, die Leute gucken so rein, wollen was sehen, weil die natürlich neugierig sind. 2 sind vorbeigelaufen. Der eine sagt, ich habe mal einen Scania, sollen wir nicht tauschen? Freut einen. Der andere geht vorbei, sieht den Auflieger, sagt, da kann man ja drin wohnen. Ja, stimmt. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, wenn du in eine Vollsperrung reinfährst. Ich zeige euch das mal eben. So, wir haben 3 Uhr nachts. Wir befinden uns im Anflug auf die Motopark Arena in Oschersleben. Ein bisschen durch jetzt. Eisleben, allerdings Leben, Oschersleben, Leben. Alles mit Leben heißt das hier übrigens. Nur Leben siehst du nicht. Wir sind angekommen. Jetzt geht's ins Bett. Bevor ich aber schlafen gehe, muss ich euch noch ein paar Features zeigen, weil ich die echt cool finde. Und zwar hat noch nicht mal jedes Wohnmobil. Haben wir hier ein Lattenrost, was eigentlich immer ein Garant ist, dass man gut schlafen kann. Dazu die breite Matratze, wo man wirklich gut liegen kann. Eine Fernbedienung, dass ich vom Bett aus quasi alles bedienen kann, was ich auch vorne machen könnte. Das heißt, ich könnte theoretisch hier Licht an- und ausschalten. Ich kann die verschiedenen Helligkeitsstufen wählen und all diese Sachen vom Bett aus, ohne aufstehen zu müssen. Schon mal sehr gut gemacht. Dann kann ich mein Telefon anstecken, auch hier hinlegen, passt auch. Aber, das finde ich mit am coolsten, wir haben ja nicht nur eine Standheizung, sondern auch eine Standklimaanlage. Das heißt, ich drücke hier drauf und wähle lediglich die Temperatur, wie ich schlafen möchte. Das heißt, ich mache 21 Grad und jetzt läuft das System und ich habe durchgehend gute Luft, 21 Grad.
Morgen. Ich muss sagen, ich habe echt sehr, sehr gut geschlafen. Bisschen kurz, aber das ist nicht das Auto schuld, sondern einfach der Stau, die Vollsperrung, wo wir drin standen. Deswegen kam er ein bisschen verspätet an. Aber dem Lattenrost, ich habe gut gelegen, ich hatte genug Platz, ich habe nirgends angeschlagen, Temperatur war gut, also es war wirklich angenehm. Jetzt heißt es für mich aber, ich gucke schon die ganze Zeit, uns holt wahrscheinlich eine Person, ein Ordner mit einem Roller ab und der zieht uns ins Fahrerlager. Das heißt, dann geht es zack, 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 die LKWs müssen rein, müssen abgeparkt werden, weil dann der Aufbau beginnt. Da könnt ihr leider nicht mit rein und ich bin jetzt im Standby. Ich warte, dass ich reingeholt werde.